there. So it's getting pretty cold in Vienna, and I have to say I've been feeling pretty sleepy recently. I've actually wanted to do a video on the Spanish Habsburgs today, but considering the circumstances, I thought we could postpone that a little and we'll do something a little easier for me. I was really in the mood for sort of a comfort topic for myself, and that's talking about Vienna, which we haven't done in a while. And I also thought we could try something new today. We could make a video that's half English and half German. And you let me know how you like it, if it's extra tingly, or if you prefer that we keep the languages separate. So I'll repeat that in German, so everyone knows what's going on. Also, ich habe mir gedacht, wir könnten heute mal was Neues ausprobieren. Dass wir ein Video machen in 2 Sprachen, halb Englisch, halb Deutsch. Und ich hoffe, dass das extra tingly ist. Aber ihr sagt mir einfach, wie euch das gefällt, ob das so ein Format ist, das ihr gern öfter hättet, oder ob wir lieber beim Alten bleiben sollten. Und vorhin habe ich auch noch gesagt, es ist mittlerweile schon richtig kalt in Wien und der Herbst wird dann doch langsam zum Winter. Es war jetzt relativ lang noch warm. Und jetzt habe ich mir gedacht, würde ich gern ein Thema machen, das für mich auch irgendwie so ein bisschen einfacher ist, nicht so viel zum Vorbereiten. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich über Wien erzählen perfekt. Ich habe hier einerseits ein Buch, das heißt Gezählt, gemessen, inszeniert, Wien in Infografiken, und dann nochmal diese Fußwegekarte, die ist mittlerweile vom letzten Jahr. Und ich würde mir gerne 2 Themen anschauen. Das ist einerseits der öffentliche Nahverkehr und ein bisschen Modal Split, also wie sind die Wiener unterwegs. Und dann andererseits die ganzen Flüsse und Bäche. Da werden wir dann diese Karte dazu nehmen. So what we're going to look at today specifically are infographics from this beautiful book here on public transportation and modal split. So how the Viennese are getting around the city. And then I'd also have to look at some of the rivers and streams, and we're going to use this little map here that I think I've used before, but it was a while ago since we've last had this. Alright, just gonna make some space here. Put this aside for now. And there we go. As you can see, there are plenty of topics. So ganz viel verschiedene Themen hier zu Wien. Von den verschiedenen Kinos, die es gibt, über wie viele Hunde passen zu Wien, auch zum Sterben in Wien. If you think this is a little macabre, it's very on brand for Vienna. But you can find all kinds of topics. How many dogs there are, how many cinemas, who owns the buildings, etc., etc. The book is about 10 years old, and you can see this right here, and I think that's what's really interesting, because a lot of things have changed. Also das Buch ist circa 10 Jahre alt, und man erkennt es hier zum Beispiel an der Netzkarte von den Wiener Linien. Da hat sich einiges getan. Wenn ihr aus Wien seid,
oder kürzlich da wart, fällt euch vielleicht sofort auf. U2, das passt noch ungefähr, aber die U1 ist ungewöhnlich kurz. Die endet hier am Räumenplatz. Und es sind hier die meist frequentierten Wiener U-Bahn-Stationen. Gut, Stephansplatz ist jetzt keine große Überraschung. Haben wir hier den Westbahnhof, den Karlsplatz, Landstraße, auch wichtig zum Umsteigen, und die Längenfeldgasse. Aber was komplett fehlt, ist hier der Hauptbahnhof. Weil, den hat es nämlich noch nicht gegeben. Der hat 2015 eröffnet. Und hier sind wir ca. 2012. So what we see here on this map is a little outdated. It's a map of the Vienna Underground, which you already know by now. And there are some changes compared to when I moved here. This looks pretty updated. The U2 has grown significantly, but so has the U1 here in red. It continues down here far away. I'll show you afterwards in another map. So this here is Reumannplatz, where I used to end for a long time. And what we see here, illustrated with these groups of people, are the underground stations with the most passengers passing through each day. The first one, Stephansplatz, this is at the center of the city. I think that comes as no surprise. Number 2 is the Westbahnhof, the Western train station, which for a long time served as the main train station. Number 3 is Karlsplatz. And then 4, Landstraße and 5, Längenfeldgasse are important to switch between lines. U4, U6 over here, U4, U3 right here. What's missing on the map is the main train station, which you would find right here today at Südtiroler Platz. And this used to be the southern train station, which wasn't very important. It was kind of small. It was said to be the ugliest train station in Vienna. It was definitely the most confusing one. But since 2015, this has been the main train station. So also for example, international trains don't end here at the Western station, but continue to the main one. So obviously you have a lot more people here switching to the U1. Also auch wer zum Beispiel mit einem Intercity oder Eurocity nach Wien reinfährt, vielleicht von Deutschland oder auch mit dem Nachtzug, das ja ich bald machen werde nach Paris, der fährt nicht mehr zum Westbahnhof, sondern mittlerweile zum Hauptbahnhof und wird dort in die U1 einsteigen. Dementsprechend ist die meist benutzte Linie im U-Bahn-Netz auch nicht mehr die U6. Also das hat mich wirklich überrascht, wie ich das gesehen habe, weil ich es nicht erwartet hätte. Die meist benutzten mittlerweile sind die U1, eben diese rote Linie hier, wo man eine perfekte Verbindung hat. Hauptbahnhof, Karlsplatz, Stephansplatz und die U3, die vom Westbahnhof reinfährt ins Zentrum, wo ich auch immer das Gefühl habe, egal wann man mit der fährt, die ist bummvoll. So, about 10 years ago, the underground line with the most passengers used to be the U6, this one here. And I was quite surprised to see that. I didn't expect it. It seems like it's running along the periphery. It seemed a bit odd, but it probably had to do with the train station. This has changed in the meantime. The main lines are the U1 with more than 100 million passengers and the U3.
And of course, it's much easier now. You arrive at the train station. You have a great connection to Karlsplatz, where you can switch to the U4 or soon U5. Right now, this arm is closed. Or up here into the center. I'm not that surprised by the bus line. The 13A is always full, and there's been some issues with it when they changed the Marie-Hilfer-Straße. That's the street right here. And it's the main shopping street in Vienna. You have tons and tons of people here. And they changed it into what's called a Begegnungszone. So you can't drive there anymore, but there's still a couple of cars passing through, but you can basically walk anywhere. And that's created some problems for the bus. So the question was, should the bus go through one of the other streets right next to it? Is that going to cause issues for traffic? Is it going to cause issues in terms of noise? So yeah, a couple of difficult years in Vienna, I think. But I think it works well now. It's just that it's really full. And the tram with the most passengers is number 6, which surprisingly runs here basically next to the U6. Or actually not that far down. Sort of up here. So I don't know, this is an area where apparently a lot of people wanted to travel. Also die meist benutzte Buslinie ist der 13a. Ich bin mir relativ sicher, dass das auch heute noch so ist. Niemand, der in Wien wohnt, ist davon überrascht, glaube ich. Der 13a ist einfach immer voll und fährt eigentlich auch recht häufig. Und wenn ihr hier seid, könnt ihr auch sicher erinnern an die vielen Diskussionen, wie die Marie-Hilfer-Straße zur Begegnungszone geworden ist. Ob der 13a da jetzt weiter durchfahren soll, ob er in eine Nebenstraße umgelenkt werden soll. Ist dann dort zu viel Verkehr, ist es zu laut und so weiter. Ich glaube, mittlerweile funktioniert es ganz gut. Und bei der Straßenbahnlinie ist die meist genutzte anscheinend die Linie 6, die hier auch beim Hauptbahnhof vorbeifährt. Am U-Bahn-Loritzplatz bei der Bücherei, da benutze ich sie meistens. Weiß ich nicht, ob das noch immer so ist, aber hat mich auch ein bisschen überrascht, dass diese Strecke hier anscheinend so wichtig ist. Ja, und dann noch eine kleine Sache, hier mit den Jahreskarten. Da ist aufgeschlüsselt, welche Art von Fahrschein die Passagiere haben. Die Jahreskarte war bei knapp 29%. Ich kann nicht genau sagen, wie viel das jetzt ist, weil ich einfach in Prozentsätzen nicht gefunden habe. Aber da hat sich einiges getan. Wien hat ja ein günstiges Jahresticket, das kostet 365 €, also 1 € pro Tag. Und dementsprechend ist dann die Nutzung der Jahreskarte extrem raufgegangen. Also es sind viel mehr verkauft worden. 2011 hat es 360.000 Jahreskarten gegeben. 2012 dann schon 500.000. Und mittlerweile sind es gute 800.000. Und es gibt mehr Jahreskarten für die Wiener Linien als PKWs in Wien. Da waren die Wiener Linien, glaube ich, recht stolz drauf. So this part here is also interesting. And unfortunately, this is a bit of an issue because I don't know the exact year. But basically, this is about the annual ticket. And about 10 years ago, we got this really cheap annual ticket, which cost just €1 a day, 365 euros. And as a result, a lot more people bought it. So in 2011, there were 360,000 annual ticket holders. And then to 2012, that number jumped to 500,000. And today, there are more than 800,000 people who have an annual ticket for the Wiener Linien.
That's more than there are cars in Vienna, and I think the Wiener Linien were very proud of that. And then before we jump to the reverse, let's just have a brief look at what that means in terms of modal split. So modal split just means how's the relation between the different ways to get around. How many people use a car, how many use a bike, public transport, and how many walk. And about 10 years ago, this didn't change too much, but I think the big switch was more in the 90s. Back in the 90s, 40% used a car, and public transport was about 10% less, only 29%. Bike was 3%, so it doubled, but still pretty low, all things considered. If you compare that to Copenhagen, for example, that would be 29%. But of course, they have less people using public transport, so I think that just tells us something about how the city is organized. And if we compare this to today, it's a bit difficult because we had a pandemic, so less people used public transport. It went down to 30% last year, but my guess is that it's gone back up by now. More people used a car, bikes, and they also walked more. But the infrastructure for bikes is, I think, still not great. Also was wir hier sehen bei der Wahl der Verkehrsmittel, das nennen wir Modal Split. Also wie legen die Wiener ihre Wege zurück? Die meisten nehmen die Öffis, weil das einfach ein gut ausgebautes Angebot ist und eben relativ günstig. Ungefähr 6% der Wege werden mit dem Rad zurückgelegt, 28% zu Fuß und 27% mit dem Auto. Und da ist, glaube ich, vor 10 Jahren nicht so viel passiert. Also das ist noch immer relativ ähnlich, auch wenn sich natürlich mit der Pandemie da einiges verschoben hat. Also letztes Jahr zum Beispiel ist diese Zahl hier auf 30% gefallen, einfach weil viele Leute die Öffis vermieden haben. Sie haben eher das Auto genommen, sind zu Fuß gegangen oder viele sind auch Rad gefahren. Generell ist aber das Radwegnetz in Wien nicht so toll. Also wenn man das mit Kopenhagen vergleicht zum Beispiel, da ist dieser Bereich bei 29%. Also das ist wirklich dann schon schwer vergleichbar. Aber die große Änderung ist eigentlich in den 90ern passiert. Wenn man das mit 1993 vergleicht, da hat das Auto noch 40% ausgemacht. Also das ist schon sehr zurückgegangen. Und das merkt man auch, wenn man, weiß ich nicht, durch den 7. Bezirk fährt, durch Neubau. Das ist einfach nervig zum Fahren. Also da mag man gar nicht hin mit dem Auto. Und das ist natürlich gewollt. So. Und dann war vor einiger Zeit mal eine Frage in den Kommentaren, ob ich nicht ein bisschen über die ganzen Gewässer in Wien reden könnte. So Helge, someone asked in the comments what I could talk about the different rivers and streams in Vienna. Let's do that today. Obviously, this is not the right season to explore those areas, but I keep telling myself next year, next summer, I'm gonna try and find more of these places. Obviously, the main areas to stand out are the Danube with all of its arms. And I've talked about this before. We have the main Danube. We have here the Donaukanal,
which used to be the main arm, but it shifted further north. Das ist die neue Donau. In German it's called Entlastungsgerinne, so in case of a flood, this is opened and the water can move through this area here, avoiding a flood in Vienna. And then another former arm is the Old Danube, which today is not connected to the main arm anymore, but is a great place to go swimming in summer. Also die Donauarme, über die ich ja schon öfters geredet habe, sind einmal die Hauptdonau quasi. Die haben wir hier, der Strom. Dann der Donaukanal, der hier am 1. Bezirk vorbeiführt, der früher der Hauptstrom war. Dann haben wir die neue Donau mit dem, ist auch als Entlastungsgerinne benannt, ein bisschen ein bürokratischer Name. Das ist eben im Fall einer Flut, dass man hier die Wehr aufmachen kann und das Wasser nicht nur durch die Donau rinnt, sondern auch durch die neue Donau. Da kann dann auch die Donauinsel dazwischen überflutet werden und das schützt eben die Stadt vor Überflutungen. Ja, und hier haben wir dann noch so ein bisschen das Sommerparadies der Wiener, die alte Donau. Zum Beispiel Gänsehäufel. Sehr, sehr nett, muss ich sagen. So, hier haben wir dann den Großenzersdorfer. Nein, sorry. Das ist das Mühlwasser, nicht der Großenzersdorfer Arm. Der ist hier in der Lobau. Und da hat es ein bisschen Diskussionen drüber gegeben, ob man den mit der Donau verbinden sollte, weil der teilweise schon sehr wenig Wasser geführt hat. So this here is called the Großenzersdorfer Arm. It's 12.7 kilometers long. And there's been some talk about using water from the Danube to keep the water levels up, because it's been pretty dry at times. But there's a bit of an issue. This area here is called Lobau. That's a floodplain and a natural park in Vienna. And while most of the water comes from Styria, from the Alps, some of the water here is also used for tap water, so some of the groundwater. And the city sees some issues with using water from the Danube to feed into the Lobau. There could be some contamination, for example. Also ein Problem hier im Großenzersdorfer Arm, warum man eben nicht einfach Wasser von der Donau einleitet, ist, weil das Grundwasser teilweise für die Wasserversorgung der Stadt benutzt wird. Hier die Lobau, das ist ja ein Naturschutzgebiet. Lustigerweise gibt es aber auch ein paar Ölraffinerien und so weiter in der Gegend. Das ist dann vielleicht auch überraschend. Aber das meiste Wasser für Wien kommt eben über die Hochquellleitungen aus den Alpen. Aber ein Teil, gerade eben, glaube ich, im 22. Bezirk, auch hier aus dem Grundwasser, aus der Lobau. Und darum will man eben nicht einfach Donauwasser einleiten. Da ist die Stadt ein bisschen nicht ganz überzeugt, dass das eine gute Lösung ist. Aber ich muss sagen, kann auch sein, dass das schon anders gelöst wurde mittlerweile. Ich glaube, die Quellen waren jetzt auch ein bisschen alt, die ich gelesen habe. Oder alt, nicht ganz aktuell, sagen wir so. So, dann haben wir hier die Wien. Teilweise läuft die ja übermauert. Also gerade hier in Richtung innere Stadt. Weiter außen ist die dann teilweise schon wieder relativ natürlich. Und da gibt es dann zum Beispiel auch Radwege, die direkt dran entlang führen. Und haben wir einige
Nebengerinne oder Nebenflüsse. Zum Beispiel hier mit der Nummer 10, kommt von der Sophienalpe, der Halterbach. Und aus dem Süden haben wir den Grünauer Bach und mit Nummer 9 den Rotwassergraben. Im Süden, wir sind hier bei 17 den Gütenbach und 13 die Dürre-Liesing. Es gibt auch eine reiche Liesing und beide zusammen werden dann zum Liesingbach. Liesing ist ja auch der Name vom 23. Bezirk. Der ist auch wieder relativ natürlich mittlerweile und ich glaube, da gibt es auch einige Bauprojekte hier. Also das wird dann gern angepriesen, so Wohnen im Grünen, ähnlich auch wie hier im Norden. Das ist der Senderstraßengraben, das ist aber nicht das, was ich meine. Also hier oben gibt es relativ viele Projekte, das sehen wir auf der anderen Karte. Here is the stream that carries the same name as the city, Wien. There's a street right next to it that leads into Vienna. The train follows its path as well. Here you have the underground right next to it, and it partly runs underground by now, right here. A little further out, you can walk along it or bicycle. Looks quite nice. And of course, you have a couple of other streams feeding into it. Notable is also this one here, Liesing, also the name of the 23rd district. And if I'm not mistaken, there's a couple of projects here. So they're building houses and they're advertising it as living next to the stream, next to the water, in the green areas. But of course, for me, it's always a bit far out from the center. And the funny thing is, Liesing has two little brooks that form it. Dürre-Liesing and Reiche-Liesing, and that basically means lean and rich Liesing. They have their names because they run across different kinds of stone. And the Dürre-Liesing, the lean one, is on a kind of bed where water can disappear. So when there's not a lot of rain, it can dry up. Dann gehen wir die Kerze mal kurz auf die Seite, dass hier nichts passiert. Und hier eben einmal, wie vorher erwähnt, der neuere Netzplan ist jetzt die U1, hier Hauptbahnhof, ist um einiges verlängert worden. Like I said earlier, the U1 continues south here all the way to Obala, and this is where you have the main train station today. What do you think? Should we get a pencil again? Ich glaube, das mit den Pinseln war letztes Mal recht beliebt. So, wir haben hier die alte Donau, in dem hier auch eingezeichnet das Gänsehäufel. Ihr seht hier mit vielen Möglichkeiten zum Schwimmen. Und ein bisschen daneben das Kaiserwasser. Über die Gegend möchte ich euch mal ein bisschen mehr erzählen, aber das machen wir vielleicht im Sommer, wenn es
von der Zeit ein bisschen besser passt. So das ist die form around the old Danube. And you can see there are plenty of places to go swimming here. I'd love to tell you a little more about this area, but I think we'll do that in summer. It'll fit a little more. So because I said earlier that they're building a lot next to the water, here's another example. The Machfeldkanal. There we go. Machfeld through the 21st District. Also hier am Machfeldkanal gibt es auch ganz viele Stadtentwicklungsgebiete, wo gebaut wird. In Floridsdorf im 21. Und das sind wir dann hier schon in Niederösterreich. So the grey part is Lower Austria. Here we are in the Viennese Mountains, the last peaks of the Alps apparently, but they aren't very high. Some like 400-500 meters. Also der Wiener Wald hier, die Wiener Berge, sind die letzten Gipfel vom Alpenhauptkamm, das sich hier so nach Norden zieht und dann verschwindet. And there's plenty of little brooks here. Wildbach, Schablerbach, Schreiberbach. Dann haben wir das Krapfenwaldbad. Das ist sicher eines der schönsten Bäder in Wien. This is probably one of the most beautiful areas in Vienna if you want to go swimming in summer. You have a view across the city. So man sieht hier über die Dächer von Wien. There's the Nesselbach. What else do we have? Erbsenbach. Geroldbach. Der Kräuterbach. Jägerwiesenbach. Alsbach. Dornbach. Anderbach. Der Halterbach. Der Karsgraben kommt hier von der Safranwiese. Der Mauerbach. Und hier sind wir dann bei der Wien. In der Wientalstraße, ihr seht, hier sind die U4-Stationen. So this is the Wien Stream. And you can see there are the underground stations next to it of the U4. Hütteldorf, Obersankt Veit, Untersankt Veit, Braunschweiggasse. I think I've lost it here. Where's the Wien? Down here. It's sometimes not that easy to follow, so I can't see it here in this area. Also da habe ich die Wien jetzt verloren und ich sehe gerade nicht, wo sie weiter verläuft. Aber ich weiß, wir haben es dann hier wieder. Ah, da sind wir Längenfeldgasse. So here it reappears. Margaretengürtel, Pilgrimgasse, Kettenbrückengasse. It goes underground here. So da ist sie im Untergrund.
moves into the Stadtpark. Also hier ist ein kleiner Schlenker durch den Stadtpark. Das ist hier wirklich schön gelöst, also kann man besuchen, wenn man in Wien ist. And then into the canal, and from here all the way out into the Danube. Dann gibt es auch einiges an Teichen und Seen. Als jemand, der nach Wien gezogen ist, bin ich da nicht immer so überzeugt, dass das so die schönen Seen sind. Da gibt es natürlich in den Alpen noch viel schönere Sachen, aber es ist schon ein großes Angebot. So, these places here like Wiener Bergteich, Grüner See, Steinsee, here we have the Liesingbach again. You can often go swimming here. Schwanensee, Seerosenteich. I don't know if that's true for all of them, but definitely Wiener Bergteich. And all in all, you have quite a lot of opportunities in Vienna. Also are here on the 22nd. But I have to say, sometimes I'm a little critical as someone who's used to the lakes of the Alps. I'm always a bit, could be nicer. But there are a lot of opportunities. It's quite nice. The deepest lake, by the way, is here in Seestadt. Das ist der tiefste See, der in der Seestadt. Und dann haben wir hier noch den Leinzer Tiergarten mit dem Kaisergraben, Leinzerbach, Hohenauer Teich, Güterbach, da unten wieder der Liesingbach. This here is the Leinzer Tiergarten. Tiergarten translates to zoo, but this is more of a wildlife reserve. So you can't go to all the places here. Some are off limits for visitors. You have a lot of wild animals, including boars. I once went for a walk there and suddenly there were wild boars standing in our way. So I have a lot of respect, a little bit intimidating, but a really beautiful area. Also wenn man hier spazieren geht, kann es schon passieren, dass plötzlich aber Wildschweine am Weg stehen. Da hat man schon Respekt davor. Aber ich mag das auch, wie hier alles so seinen eigenen Namen hat. I like how everything has its name. Deutschordenswald, Charlotzerwald, Königsklosterwald, Laurenzerwald und Jakobwald, die Rohrhauswiese, Brunnstube, Schottenwald und große Schottenwiese, Hochmais und eingefallene Wiese. Und so weiter und so fort. So ganz viele Orte, wo man auch schon einige Zeit herumwandern kann, wenn man so ein bisschen die Muße hat. Aber ich glaube, nächstes Jahr werde ich mir dann eine neue Karte holen, die Wien zu Fuß Fußwegekarte 2023 und dann vielleicht im Frühling ein bisschen losspazieren. Jetzt im Winter bleibt man dann vielleicht doch lieber daheim mit ein paar Kerzen und Tee. Jetzt vielleicht vorher auch gehört, dass es ein bisschen geregnet hat, also das ist eher so die Zeit zum Einkuscheln. So I'm gonna get a new card next year for 2023.
But now that it's cold and rainy, maybe you heard the raindrops earlier, I think it's a little more inviting to get your candles, a cup of tea, and just get comfortable at home. Alright, so thank you for watching. I'll see you again next week. Gute Nacht.